Wir sind auf dem Weg nach Ligurien. Ligurien? Ligurien sagt euch nichts? Das ist die Region im nördlichen Italien rund um Genua, also dieser Halbbogen an der westlichen Küste in Richtung Frankreich. Und dorthin, zwischen Genua und der nächstgrößeren Stadt La Spezia, geht nun unsere Reise. Denn direkt neben La Spezia finden sich 5 Kleinode, die mittlerweile weltberühmt sind. Die Cinque Terre. Wir werden euch nun nicht jeden Tag unseren Roadtrip zeigen, aber ihr sollt einen Eindruck bekommen, was ihr alles erleben könnt und warum wir den Oktober für unsere Reise gewählt haben. Los geht's nach dem Trailer. Von Deutschland kommend erreicht man Ligurien am besten über die Schweiz. Ligurien, das ist die Region im Nordwesten Italiens Richtung Frankreich, um Genua herum. Uns zieht es zu den Cinque Terre, diesen wunderschönen Kleinoden am Meer. Und gleich der erste Tipp an dieser Stelle. Durch die Schweiz fährt man durch den Gotthardtunnel. Wir sind den Gotthardpass gefahren, denn der Tunnel ist nachts gesperrt gewesen und konnten so eine wunderbar ruhige Nacht auf dem Gotthardpass verbringen. Normalerweise hat man hier eine fantastische Bergsicht und kann weit in die Täler Italiens blicken. Aufgepasst und noch ein Tipp, achtet auf die Roaminggebühren. Die Schweiz gehört in vielen Tarifen nicht zu Europa und ihr zahlt extra. Uns hat der Spaß 60 € mobile Daten gekostet. Das muss nicht sein. Also am besten vor der Schweiz die mobilen Daten ausschalten oder einen speziellen Tarif buchen. Jetzt aber weiter zu unserem Ziel Ligurien bzw. Cinque Terre. Wir haben uns überlegt, ob wir nach La Spezia fahren, sind aber im Endeffekt dann doch auf Levanto gekommen. Denn Levanto liegt direkt schon in den Bergen drin und wir fanden es interessant, direkt diese Kulisse um uns herum zu haben. Dabei hatten wir nicht bedacht, wie eng diese Straßen dort sind und dass kleinere Wohnmobile deutliche Vorteile haben. Also längere Wohnmobile als 7 Meter haben echte Probleme und wir haben es selbst erlebt, dass jemand mit 8 Metern nicht auf den Campingplatz kommen konnte, da es keine Möglichkeit gab für ihn, um die Kurven zu kommen. Also insofern überlegt euch das sehr gut, wenn ihr mit großen Wohnmobilen unterwegs seid. Hier haben kleine Wohnmobile eindeutig Vorteile. Das beschauliche Fischerdorf Levanto stellt sich dann als große Stadt heraus, mit tollen Restaurants und Bars und einem schönen Strand, der auch im Oktober noch zum Baden einlädt. Wir kommen am kleinen Campingplatz Cinque Terre unter. Es gibt einen Platz direkt in der Stadt, aber ein Stück abseits der Massen ist es uns lieber. Wer E-Bike fährt, hat in diesen Bergen echte Vorteile. Von Levanto aus geht eine alte Eisenbahnstrecke in Richtung Westen. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß wandern viele die ca. 6 Kilometer nach Bonassola, um dort an den Strand zu gehen. Uns zieht es lieber auf kleinen verschlungenen Wegen zur Cappella Madonna della Punta. Zurück in Levanto fahren wir mit den Rädern so weit es geht in Richtung Cinque Terre und uns wird schnell klar, dass man verdammt gut zu Fuß sein muss, um hier zu wandern. Steil geht es direkt am Wanderweg nach unten und wir sind froh, dass wir die 5 malerischen Orte ganz einfach mit der Bahn erreichen können. Denn die Cinque Terre sind natürlich das große Ziel unseres Urlaubs. Nicht umsonst sind sie UNESCO-Weltkulturerbe.
Daher ist es gut, dass es eine Eisenbahnstrecke gibt und man die Möglichkeit hat, jedes einzelne dieser Dörfer ganz bequem per Eisenbahn zu erreichen. Deswegen kommen jetzt einige Tipps für Cinque Terre. Startet so früh wie es geht zu den kleinen Dörfern am Meer. Desto früher ihr seid, desto größer die Chance, dass die Dörfer nicht von Menschenmassen überrannt sind. Mittlerweile zieht es Millionen von Touristen in die Cinque Terre. Glücklicherweise war davon im Oktober, als wir dort waren, nichts zu spüren. Wenn es regnet, solltet ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht nur die Wanderwege, auch die abgeschliffenen Steinplatten und Treppen in den 5 kleinen Orten am Meer können dann echt tückisch glatt sein. Wenn Regenalarm ist, gibt es im Übrigen kein 2-Tagesticket. Wir mussten deswegen ein einfaches Eintagesticket kaufen. Natürlich könnt ihr mit dem Zug auch von Dorf zu Dorf das Ticket kaufen, aber das ist in Summe natürlich teurer. Was hat es mit den Tickets auf sich? Wer wandern und die Bahn benutzen will, der benötigt quasi eine Zugangserlaubnis für den Nationalpark. Man kann dies auch nur fürs Wandern oder Biken kaufen, aber sinnvoll ist unseres Erachtens das Tagesticket für 16 € pro Person. Das 2-Tagesticket kostet 29 €. Auf den Wegen werdet ihr tatsächlich immer wieder mal kontrolliert, also immer schön ein Ticket kaufen. Wer jetzt meint, er kommt mit normalen Zugkarten günstiger, eine Bahnfahrt kostet 4 €. Egal, ob ihr dann zum ersten, zum 5. Dorf fahrt oder nur von einem zum nächsten. Klappert ihr also alle Dörfer ab, seid ihr schnell 5, 6, 7 Fahrten, à 4 €, ja, ergo deutlich teurer wie das Tagesticket. Im Übrigen solltet ihr euch mehr als einen Tag Zeit nehmen, denn es lohnt sich. Und noch ein Tipp. Rio Maggiore fotografiert ihr am besten am Vormittag und Manarola eher am späten Nachmittag. Nicht zu spät, dann liegt die Stadt nämlich wieder im Schatten. Noch ein Tipp. Schon vor 12 Uhr solltet ihr euch ein Restaurant suchen. Dann kann man der Schlange am Eingang ab 12:30 Uhr entspannt zuschauen. Ja, wie sie wächst. Das mit dem Regen hat übrigens einen guten Grund. Durch die steilen und hohen Berge direkt am Meer entwickeln sich schnell heftige Gewitter und Starkregen, der vor einigen Jahren zu Erdrutschen und großen Katastrophen mit meterhohen Schlammlawinen geführt hat. Daher nehmt die Wetterwarnung in Cinque Terre ernst. Wenn hingegen die Sonne scheint, dann vergesst nicht, euch viel Zeit zu nehmen und hetzt nicht wie die allermeisten Touristen von Dorf zu Dorf. So sitzen wir immer wieder lange an erhöhten Aussichtspunkten und stellen uns vor, wie es wohl früher gewesen sein muss. Keine Eisenbahn, keine Straßen, allenfalls mal ein Boot und ansonsten auf extrem steilen Wegen mit einer Trage und viel Gewicht auf dem Rücken, wenn man dann einmal ins nächste Dorf will. Und ansonsten waren die Menschen unter sich jeden Tag, immer. Heute wirkt das alles traumhaft und malerisch, aber noch für 100 Jahren ist dies den Menschen sicher nicht so erschienen. Cinque Terre, die 5 malerischen Dörfer sind zweifelsohne eine Reise wert, aber im Hochsommer mit 100.000 anderen Touristen solltet ihr euch das überlegen oder sehr, sehr, sehr früh am Morgen starten. Lange Mittagspause irgendwo verbringen und ja, dann wieder sehr, sehr, sehr spät bis in die Nacht weiter touren. Oder wie wir einfach Anfang Oktober kommen, aber aufgepasst. Um den 3. Oktober hat sich eine neue Hochsaison der Deutschen etabliert. Immer wenn ein verlängertes Wochenende aus der Feiertagswoche zu machen ist, ist es hier in Ligurien wieder voll. In 2021 war das nicht der Fall, denn der Feiertag fiel auf einen Sonntag und wir waren neben vielen Schweizern nur wenige deutsche und holländische Wohnmobile, die sich auf den Campingplätzen tummelten. So, hier waren wir jetzt. Und was planst du nun für mich? Wohin fahren wir jetzt? Na, es gibt ja noch mehr schöne Ecken wie die Cinque Terre. Wir fahren jetzt hierhin, Portofino. Und zum Kloster San Frutuoso will ich auch noch wandern. Wir nehmen Quartier in Rapallo. Auf dem kleinen Campingplatz Tourist Village stehen wir unter Bäumen.
Im Sommer bestimmt wichtig, jetzt hätten wir lieber die Sonne direkt vor der Tür, denn nach den regnerischen Tagen scheint sie endlich wieder. Mit 18 bis 20 Grad ist es aber immer noch nicht sonderlich warm. Mit den E-Bikes fahren wir immer an der Küste entlang auf der einzigen Straße nach Portofino. Ihr könnt auch den Bus nehmen oder per Boot vom Hafen aus nach Portofino fahren. Nur vergesst das Wohnmobil oder das Auto, es gibt am Ziel einfach keine Parkplätze. Und oft steht man auf der Küstenstraße stundenlang im Stau, nur um am Ende nicht parken zu können. Dann lieber die 8 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Leider immer entlang der Straße, dafür immer vorbei an der mondänen Schönheit italienischer Villen. Wir lassen uns daher viel Zeit und nutzen jeden Ausguck zum Verweilen. Vor Portofino entdeckten wir auf dem letzten Parkplatz zwar 4 Kastenwagen und ein Wohnmobil, aber auch nur, weil nun Anfang Oktober für hiesige Verhältnisse einfach nichts los ist. Uns aber reicht das schon. Wir sind in Portofino. Hier shoppen und feiern die Reichen und Berühmten dieser Welt. An normalen Sommertagen bei 30 bis 35 Grad flanieren Tausende über den kleinen Platz am Hafen. Auf den Stufen zur Festung steht man Schlange und vor den Bars und Restaurants hat man lange Wartezeiten. Nicht so im Oktober. Nehmt euch die Zeit und lasst die anderen durch das kleine Dorf hetzen. Sucht euch ein Café und schaut in Ruhe dem Treiben zu. Ein einfacher Cappuccino kostet da schon mal 5 €. Dafür war er aber auch ganz ausgezeichnet. Noch besser war das Eis am großen Platz. Wenn man von der Hauptstraße runterkommt, gleich rechts, Gebi Portofino. Richtig teuer. Wir haben für 2 Eis 12,50 € gezahlt, aber das war mit Abstand das beste Eis, das ich je in Italien bekommen habe. Und ich habe schon viel Eis im Leben gegessen. Meine Mutter hatte sogar einige Jahre eine eigene Eisdiele. Dieses Urteil erlaube ich mir also. Nuss, sensationell sahnig. Malaga mit frischen Rosinen und Stracciatella, wie es sich gehört, sahnig und mit leckeren Stückchen dunkler Schokolade. Probiert's mal aus. Und wenn ihr unten genug gesehen habt, dann macht euch auf zur kleinen Kirche Chiesa di San Giorgio auf dem Hügel. Entweder über gefühlt 1000 Stufen oder den Hauptweg steil den Berg hinauf. Wer möchte, kann von hier aus auch zur Zitadelle und zum Leuchtturm wandern. Es lohnt sich. Wenn die Sonne dann hinter den Felsen verschwindet, verlassen auch rasch die Besucher die Stadt. Doch dann fängt das Leben in den Bars erst richtig an. Für Nachtschwärmer gibt es also einen guten Grund, länger zu bleiben. Wir aber fahren mit den Rädern zurück zum Campingplatz Camping Rapallo. Für rund 30 € pro Nacht stehen wir dort sicher und ruhig und haben zudem noch gutes WLAN. Wir machen uns auf nach San Rocca. Nadja hat herausgefunden, dass es vor dem Dorf einen Stell- und Parkplatz gibt, von dem man in die Berge wandern kann und bis zum Kloster San Frutuoso kommt. Also gehen wir heute wandern. Der Stellplatz kostet eine Gebühr und wir haben den Automaten erst nicht verstanden. Nette Schweizer halfen uns dann. Man muss bei diesen Automaten auch die Autonummer eingeben. Erst dann kommt der Bezahlvorgang. Klar, von Vorteil ist man hier, wenn man Hubstützen hat. Denn die Stellplätze sind selten gerade. In einer nur zu Fuß oder mit dem Boot zugänglichen Bucht liegt die Benediktinerabtei San Frutuoso di Campo di Monte. Eine Handvoll Häuser,
die von einem mächtigen Turm bewacht werden. 3 Strandrestaurants mit 2 winzigen Kiesständen. So schreibt es zumindest unser Reiseführer und genau da wollen wir hin. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir vom kleinen Parkplatz aus steil den Berg hinauf. Über 800 Stufen kommen wir auf eine Terrasse, die sich dann über die halbe Insel zieht. Also wenn man einmal die Höhe erreicht hat, dann geht es eigentlich. Aber dann kommt der Abstieg, denn wir müssen hinunter bis zum Meer. Und diese Wege haben es in sich. Wir sind ziemlich am Ende, als wir dann endlich am Kloster ankommen. Nun kann es natürlich daran liegen, dass wir nicht die großen Alpenüberquerer sind, aber die Höhenmeter, die haben uns ziemlich geschlaucht und es war klar, den ganzen Weg zurück wieder zum Wohnmobil, das würden wir kaum vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Aber es gibt eine Lösung, denn vom Kloster aus fahren Boote zu den nahegelegenen Küstenstädten. Wir haben Glück. Um 16 Uhr fährt das letzte Boot und wir haben noch eine Stunde Zeit. Ein wenig faul am Strand liegen, essen gehen, sich die Umgebung anschauen. Wer Lust hat, kann in diesem wunderbar blauen Wasser schwimmen gehen. Kein Wunder, dass hier täglich Tausende von Touristen mit den Booten oder über den Wanderweg hingelangen. Mit dem Schiff fährt man ca. 30 Minuten wieder zurück nach Camogli. Oben am Berg sehen wir San Rocco. Da wollen wir hin. Das geht natürlich auch unterwegs mit vielen Stufen. Oder aber, wenn man etwas fauler ist wie wir, mit dem Taxi. Und deswegen fahren wir von der Seeseite nach Camogli zur Kirche und Castello und dann über viele Treppenstufen nach oben zum ersten Taxistand am Bahnhof. Der Taxifahrer bringt uns dann im Nu nach San Rocco und wir sind froh, dass wir dort noch ein wenig in den kleinen Läden einkaufen können, bevor wir uns abends am Wohnmobil noch vergnügen. Noch ein Tipp. Abends lässt sich hervorragend in San Rocco essen. Und schon lange kein Geheimtipp mehr ist Nonna Nina. Dort solltet ihr unbedingt, wenn ihr im Herbst kommt, eine Jacke oder eine Decke mitbringen, denn man sitzt gerne draußen und abends wird es schnell kühl. Das war der erste Teil unserer Reise nach Ligurien. Wir zeigen euch im zweiten Teil den Weg an der ligurischen Küste entlang bis nach Frankreich.